Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. 10 Businesses, die ich als Deutscher hier in den USA gründen würde, und zwar from the scratch. Wenn ich die Erfahrung habe, wenn ich das Geld habe und wenn noch ganz andere Dinge. Aber egal, ich bin euch den zweiten Teil schuldig. Meine persönliche Meinung, 10 Businesses, die hier auf jeden Fall laufen, wenn ihr Deutsche seid und wenn ihr die Skills habt. Viel Spaß bei diesem Video. Ach ja, und herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer, in der Küche oder was auch immer, weil mein Nachbar gerade, ich war draußen und wollte wie immer in meinem heimischen Garten aufnehmen, aber der Nachbar fährt, glaube ich, den Mähdrescher auf oder was, ich habe keine Ahnung. Es ist zu laut, ich bin hier drin, ist ja auch mal ganz nett. Also, Business Nummer 1. Was ich persönlich gründen würde, wenn ich es könnte und wenn ich die Skills hätte und wenn ich das Geld hätte, alles ist gut. Aber ich glaube, das funktioniert hier, wenn ihr Deutscher seid und hier rüberkommt mit E2 oder was auch immer, ist die Gründung einer Tischlerei und Schreinerei. Das rennt hier wie Hulle, sage ich euch. Wer ist eigentlich dieser Hulle und warum rennt der? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir mit ein paar gesprochen, die auch tatsächlich hier eine Tischlerei und Schreinerei aufgemacht haben. Klar, die sind natürlich Tischler und Schreiner, alles andere macht ja keinen Sinn, ne? Und ihr kriegt sehr, sehr schnell sehr viele Kunden, denn das spricht sich rum. Deutsche Qualität. Nein, aber die deutsche Qualität ist wirklich noch gefragt hier, weil einfach das Ausbildungsniveau in Deutschland, was die Handwerksbetriebe angeht, immer noch sehr, sehr gut ist und darum, wenn ihr Möbel baut oder Regale einbaut oder Custom-Klamotten macht, hier Schreinerei, Tischlerei rennt. Also, wenn ihr Skills habt, Tischlerei, Schreinerei, funktioniert. Tina, komm gleich wieder, ich muss mich ein bisschen beeilen, damit das hier nicht auf dem Boden ist, sonst kriege ich Mecker hier. Also, mein Nummer 2 auf der Liste, Businesses, die ich gründen würde, wenn ich hier neu hinkomme, from the scratch, also nichts kaufen oder sowas, ne? Dann müsst ihr euch mal überlegen, ob ihr nicht ins Fire Protection Business einsteigen wollt. Fire Protection, ja, das ist deshalb sehr attraktiv, weil Fire Protection ist mit Wartungsverträgen verbunden. Das heißt, ihr habt monatlich wiederkehrende Umsätze hier und der Aufwand ist eigentlich relativ gering, ne? Das heißt, was macht ein Fire Protection Service? Also wenn ihr zum Beispiel, gibt ganz viele Unterarten, ne? Aber so mal im Groben irgendwie, ihr kontrolliert, ob zum Beispiel die Brandmelder in den Restaurants noch aktuell sind, tauscht da mal eine Batterie aus, ne? Ihr guckt, ob die Dunstabzugshauben noch laufen, damit nichts mit Feuer passiert. Ja, und ja, Begehung, also das, was eigentlich in Deutschland, glaube ich, die Feuerwehr macht, oder? Ist das nicht so? Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich glaube, die Feuerwehr macht Begehungen zum Thema Feuerschutz. Das ist hier ausgelagert, das machen sehr viele, sehr kleine Unternehmen. Die haben dann, weiß ich, einen kleinen Kundenstamm, die kommen dann einmal im Monat rum oder einmal im Quartal und gucken, ob alles in Ordnung ist, wechseln Batterien und Co. und das ist es. Also ihr ist jetzt kein Business, wo ihr einen riesen Know-how für braucht. Klar, müsst ihr euch mal einlesen oder vielleicht mal mit so einem Fire Protection Service mitgehen. Aber das könnt ihr von the scratch aufbauen, macht ihr erstmal alleine, dann holt euch ein paar Angestellte und dann wächst das und wächst das. So, und ich glaube, man kann da ziemlich viel machen, wenn man eine gute Webseite hat, ein bisschen SEO optimiert, dass man da gefunden wird, ne? Klar, die Preise sind im Keller, ne, weil das ein sehr kompetitiver Markt ist, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, könnt ihr gründen. From the scratch, Fire Protection. Das nächste wäre tatsächlich, ich habe es ja schon mal in meinem letzten Video anklingen lassen, das wäre tatsächlich Beratung rund um das Thema Cyber Security. Also wenn ihr jetzt keine Development Skills habt oder was auch immer, ein bisschen braucht ihr schon dabei, zumindest braucht ihr großes technisches Verständnis. Dann ist Cybersecurity-Beratung, glaube ich, sehr, sehr wertvoll hier, denn erstens nimmt man euch als Deutscher ab, dass ihr sehr strukturiert denken könnt. Ihr könnt auf einem hohen Level beraten, weil der Deutsche sehr global denkt, also im Sinne von, der ist nicht so themenfixiert wie der Amerikaner, ne? Also der US-Amerikaner, zumindest die ich kenne, die sind Fachidioten, ne? Die haben das gelernt, die machen das, gucken aber nicht nach rechts und links. Und ich glaube, das könnt ihr Deutschen besser. Ne? Ihr guckt nämlich auch mal nach rechts und links, was da noch so ist. Das heißt, große Firmen Beratung anbieten und sagen, hey, wie geht Cybersecurity hier? Vielleicht mal so ein Audit anbieten, macht euch einen Plan, was man da alles testen kann. Die Amerikaner stehen auf Audits, ja, irgendwie eine Checkliste durchgehen und sagen, pass mal auf hier, lieber Vorstand, ne? Ich habe jetzt mal so ein Cybersecurity Audit hier gemacht
1 von 10 Punkten, 9 sind scheiße. Ich biete dir da mal was an. Dann baut ihr euch hier ein Partnernetzwerk auf mit Leuten, die das auch realisieren können. Und so wächst eure kleine Firma. Ja, braucht ihr auch kein großes Know-how für, außer natürlich Cyber-Security-Know-how. Ne? Also ihr solltet schon wissen, was ein, weiß ich nicht, Active Directory ist und wie Passwortlinien da einzustellen sind oder was auch immer. Also so ganz ohne Wissen ist schwierig. Aber es läuft. So, what's next? Ja, das wird die grünen Zuschauer, ich weiß, es gibt wenige hier freuen, aber alles, was mit Solartechnologie zu tun hat, rennt hier. Auch im Staate Texas, wo man denkt, ja, das ist ja hier Hauptstadt Öl und Gas, richtig. Aber auch die Amerikaner, die brauchen ein bisschen länger, ne? Ist ein größeres Land und der Need ist auch eigentlich gar nicht da, hier was zu machen, weil die Preise einfach unheimlich billig sind. Also ihr kennt ja meine Gasrechnung. Ne? Wir haben eine durchschnittliche Gasrechnung für den Wumms hier von ca. $40 im Monat. Ne? So, damit kochen wir und ihr wisst das. Ihr folgt mir ja alle auf Instagram. Wenn nicht, hier, Instagram folgen. Also wenn es darum geht, um Solar Panel Installation oder Beratung Solar, dann ist das sicherlich ein Job, was man from the scratch aufbauen kann, was man mit ein bisschen Vertrieb auch unterbringen kann. Ihr müsst euch da vielleicht ein kleines Netzwerk an Steuerberatern und so aufbauen, denn es gibt ganz viele Steuervorteile, wenn man die Dinger hier installiert, sodass ihr euren Kunden vielleicht auch so ein bisschen Cashback versprechen könnt. Aber ich glaube schon, das wird immer mehr kommen hier. Ich meine, das ist ja auch bescheuert, das hier nicht zu machen. Ne? Hier ist jeden Tag einfach nur Sonne. Ne? Und darum glaube ich, wäre das ein Business, was man hervorragend starten kann. Braucht ein Netzwerk dafür. Das gilt aber für alles. Ne? Also ohne Netzwerk und ohne Kontakte seht ihr hier sehr traurig aus. Also Solar Panel, Installation oder Beratung. Das nächste, was ich glaube, nicht wissen, ne? Was ich glaube, weil ich das hier so ein bisschen mitkriege, ist, was sich sehr lange durchsetzen wird, ist alles, was mit Bio und Natur zu tun hat, und zwar im Bereich der Kosmetika. Also ich würde jetzt nicht in den Food-Bereich gehen, ne? Das ist sehr kompetitiv und bis ihr da mal irgendwie eine Ware platziert, ist das sehr schwierig. Aber wenn ihr irgendwie Naturkosmetika könnt oder ein Rezept habt oder was auch immer, da eine gute Verpackung habt, ne? Und da vielleicht einen Online-Shop erstmal habt, wo ihr das vertreibt, ne? Dann glaube ich, wird das relativ schnell und gut hier wachsen. Kommt natürlich auf eure Einkaufspreise an, ne, und wie groß ihr das machen wollt. Das lasse ich alles mal weg. Ne. Es geht hier um die grundsätzliche Geschäftsidee. Ich glaube, dass die, zumindest hier die Texaner, die stehen tierisch auf Naturkosmetika und Biokosmetika und geben dafür ein Heidengeld aus. Ne. Also ob es jetzt irgendwie Cannabis-Cremes sind oder, weiß ich nicht, Mango-Creme für die Superhaut, damit die faltenfrei bleibt, solange das 100% Natur ist, könnt ihr da auch einen ordentlichen Preis für nehmen. Also ich glaube persönlich, die Marge ist mega interessant für eine Neugründung eines Unternehmens. Ist halt mit ein bisschen Aufwand verbunden, ne, und mit ein bisschen Durchhaltevermögen, aber im Endeffekt kann man das durchaus machen. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da anderer Meinung seid, ne, oder wenn ihr andere Ideen habt, was man hier gründen kann. Und kommt bitte, bitte nicht mit deutscher Bäckerei oder so ein Quatsch. Ne? Also ihr müsst wirklich Bäcker sein, um das hier durchzusetzen. Und die Amerikaner, die mögen zwar mal deutsches Brot, finden die super, aber die würden nie täglich essen. Also das sind wirklich die Deutschen, die hier sind, die dann, also wir ja auch, ne? Wir fahren dann teilweise 1,5 Stunden. Im Norden gibt es so eine deutsche Bäckerei, da kauft man sich 3 Laibe Brot, die wirklich lecker sind. Die friert man dann ein und gut ist. Aber ich glaube nicht, dass das der Amerikaner macht. Ich glaube tatsächlich, die Marge ist gering, außer ihr macht eine Kette auf. Ne? Das gilt für alle unsere Businesses. Ne? Also wenn ihr da groß denkt, das ist das richtige Land. Ne? Hier kriegt ihr auf jeden Fall Investorengelder. So, also Bio- und Naturkosmetik. Das nächste, was ich auf meiner Liste habe, ist, so simpel es auch sein mag, aber ist tatsächlich in den Touristikbereich. Eingehen, ne? Also wenn ihr ein bisschen Kapital habt und euch hier in Texas vielleicht im Hill Country eine Ranch kaufen könnt, die touristisch umbaut mit, weiß ich nicht, macht einen Offroad-Park dahin oder macht einen kleinen Kettle mit ein paar Kühe, das kostet alles Geld, das ist mir schon klar, aber geht ja darum, um Businessmodelle, die hier funktionieren. So, und ich glaube tatsächlich, das geht. Ne? Wenn ihr das dann in Deutschland bewerbt oder auch hier vielleicht mal in den lateinamerikanischen Ländern, ne? Oder vielleicht auch in Kanada. Kanada ist übrigens wie USA, nur ohne Waffen.
und mit einer anderen Regierung. Aber ist egal, ich will gar nichts sagen. Mein Gott, ich schweife aber auch wieder ab. Also ich glaube tatsächlich, dass das funktioniert. Ne? Also Touristik wird hier immer stärker gepusht auch, weil es einfach auch attraktiv ist. Ne? Du hast immer gutes Wetter hier. Ja, manchmal ist es ein bisschen warm, aber im Endeffekt hast du hier wirklich immer gutes Wetter. Du kannst immer Outdoor-Aktivitäten machen und der Amerikaner liebt diese Kurztrips auch. Ne? Das heißt, wenn du hier eine Ranch hast und da vielleicht so verlängerte Wochenende anbietest mit, weiß ich nicht, nimmst Champagner-Frühstück auf der Weide oder was, keine Ahnung. Und dann funktioniert das, glaube ich, relativ gut. Ihr solltet aus dem Gewerbe kommen, also ich würde mir das nicht zutrauen, ne? Ich weiß gar nicht, wie man das kalkuliert, ehrlich gesagt. Ne? Das ist ja auch der grundsätzliche Fehler, darum habe ich ja auch gesagt mit Bar und Restaurant. Ne? Also wenn du aus dem Business nicht kommst und nicht weißt, wie man eine Speise kalkuliert oder sowas und die Hälfte immer wegschmeißt, ist das schwierig. Genauso würde es mir auch gehen. Ne? Also ich würde mir nie ein Touristik, also ein Hotelübernachtungsbetrieb oder was auch immer zutrauen. Ich glaube, da gehört ein bisschen mehr dazu, als zu sagen, ja, das ist einfach, da stelle ich ein Haus hin und dann mache ich Werbung und dann mieten die sich und dann ist gut. Ich glaube, da gehört tatsächlich ein bisschen mehr zu, was die Kalkulation angeht. Aber ich glaube auch, das wird funktionieren. Also Touristik geht immer. So, dann habe ich den nächsten Punkt auf meinem geheimen Spickzettel und das ist alles, was mit dem Thema Bildung zu tun hat, aber nicht alles. Ich möchte da ein paar Abstriche machen. Das heißt, der Amerikaner ist sehr wissbegierig und der gibt viel Geld für Bildung aus. Klar, in Deutschland ist das ja alles kostenlos. Ob kostenlos immer gut ist, wage ich mal zu bezweifeln. Aber es ist tatsächlich so, mal Spaß beiseite. Ne? Also es wird hier sehr viel Geld investiert in Ausbildung. Ihr merkt das schon bei den Preschools, ne? Das kostet ein Heidengeld, Kindergarten kostet Geld, es kostet alles Geld. Es ist ein Riesenbusiness. Und wenn ihr euch da berufen fühlt und da auch ein bisschen Erfahrung habt, dann könnt ihr hier ganz schön Umsatz generieren. Was ich nicht machen würde, wären irgendwie so Private Schools öffnen oder sowas. Das funktioniert hier nicht. Da wollen die Amerikaner schon wissen, wer dahinter steckt. Ne? Oder ihr seid einfach der Investor und packt da jemanden hin, der das kann. Davon rede ich aber gar nicht. Ne? Ich rede von selber betreiben. Das gilt für alle meine Business, die ich hier vorstelle. Zumindest in meinen Ideen. Was aber geht, ist zum einen sind das Trading Schools. Also in Deutschland ist das vergleichbar wie mit einem Ausbildungsbetrieb. Ja? Also ich weiß, jetzt kommen die bösen Kommentare, gar nicht so, aber ist doch ein bisschen so. Ne? Das heißt, irgendwie in den Trading Schools werden angeboten, Berufe zu erlernen, die natürlich Geld kosten. Ja? Also es gibt hier nicht dieses Ausbildungssystem, das verstehen die Amerikaner auch nicht. Ne? Wenn ich sage mal, wir haben hier ein Ausbildungssystem, das ist dual, ne? Da gehst du in eine Firma und die Firma zahlt dich dafür, dass du was lernst. Sagen die, what? Wie geht das denn? Ich sage, ja, das ist, dafür ist unsere Ausbildung besser, Edge. Nein, aber das verstehen die hier nicht. Das heißt, die schicken, oder für die ist das ein Invest in die Bildung. Die gehen zu einer Trading School, lernen dann Nursery oder lernen Schreiner, lernen Tischler, lernen Automechaniker. Das macht man hier in den Trading Schools. Und wenn ihr da, vielleicht wart ihr ja mal sogar Ausbilder in Deutschland bei einem Betrieb, dann seid ihr eigentlich prädestiniert dafür, so eine Trading School aufzumachen. Dann mietet ihr euch irgendwie eine Hütte, packt da 2, 3 Klassenräume rein und fangt mal langsam an, Sachen anzubieten. Da muss natürlich ein Curriculum sein und kommt natürlich auch auf den Staat an. Ne? Der Staat hat natürlich auch Vorgaben, was passieren muss, damit das auch als Ausbildung anerkannt wird hinterher. Ne? Also ihr könnt jetzt nicht einfach, glaube ich, eine Friseurschule aufmachen. Das Thema hatten wir ja schon vor zig Videos, ne, so ein Barbershop-School, auch da braucht ihr ja eine Lizenz für. Da gibt es Herausforderungen, die zu lösen sind, aber die sind lösbar. Darum Trading Schools, finde ich, ist attraktiv, kann man machen, wenn man ein bisschen Hang hat zu Didaktik und sowas, irgendwie, warum nicht? Ich glaube, das zieht gut und ich glaube, wenn da ein Deutscher steht, ihr habt ja immer noch den Ruf, ihr seid wirklich sehr gut ausgebildet, was ich auch nicht abstreiten möchte, aber ich glaube, der Amerikaner, der wird schnell euer Kunde werden. Trading Schools. Was auch geht, wenn ihr unbedingt in diesen Schulbereich wollt, ist eine Preschool. Ne? Also so Kindergarten, Preschool, das geht auch, aber da würde ich euch immer raten, holt jemanden, der sich damit wirklich auskennt. Also ich kenne Margen von diesen Preschools und die sind erstaunlich. Also man kann sehr, sehr gut sehr davon leben und das macht die Sache für Private Equity sehr interessant. Ne? Also ich kenne viele Private Equity Unternehmen, die auch Preschools aufkaufen und darauf eine Gruppe basieren. Das ist übrigens ein Profi-Tipp. Ne? Also wenn ihr wissen wollt, was hier funktioniert, guckt euch mal die Private Equity Unternehmen in den USA an und guckt mal auf die Webseiten von denen, was die gerade alles suchen. Dann kriegt ihr ein gutes Gefühl dafür, was gerade im Markt gefragt ist und was läuft und was auch Zukunft hat. Das ist kostenlos, dieser Tipp. So, das nächste, was ich hier habe, ist tatsächlich sehr deutsch. Ja, es geht um Engineering und Prototyping.
Also, wenn ihr einen technischen Background habt, wenn ihr eine deutsche Universitätsausbildung genossen habt oder weiß ich nicht, ihr seid Industriemechaniker oder sowas, dann habt ihr hier sicherlich gute Chancen im Bereich Engineering und Prototyping mitzuspielen. Ein Ingenieursbüro aufmachen, ein Konstruktionsbüro aufmachen oder irgendwie sowas in der Richtung oder einfach nur beraten. Das funktioniert auch ganz gut. Am Anfang könnt ihr ja beraten, sagen, pass auf, irgendwie, wir führen das nicht aus, aber wir machen vielleicht Prozessberatung, um euer Engineering ein bisschen auf Tour zu bringen. Ne? Wir gucken uns mal eure Prozesse an. Weißt du, das ist so, das ist schnell gemacht, weil man das aus Deutschland wahrscheinlich schon gemacht hat, wenn man aus dem Fach kommt. Und das ist hier sehr gefragt. Ne? Also die Amerikaner sind immer offen, wenn es darum geht, zu optimieren. Weil optimieren heißt, Gewinne zu steigern, heißt Umsatz zu steigern, heißt auf die nächste Stufe zu kommen. Und darum ist Engineering und Prototyping für einen Deutschen mit technischem Background hier ideal zum Gründen. Und das ohne viel Material. Ne? Also ihr braucht jetzt keine CNC-Maschinen da kaufen. Beratung ist das Stichwort. So, next one. Ich habe noch zwei auf meiner Liste und das eine ist ein bisschen speziell und das andere ist ehrlich, aber ja. So, also wir fangen mal mit dem nächsten an und das ist aus meiner Sicht alles, was an Dienstleistungen mit 3D-Druck zu tun hat, also 3D-Printing. Das ist ein bisschen Einstiegshürde, weil ihr ein bisschen Kapital braucht. Ja, ihr kauft euch ein paar gute 3D-Drucker hier, macht hier eine 3D-Printing-Bude auf und könnt zum Beispiel für Zahntechniker, Zahnärzte was anbieten, was 3D-Technik angeht. Ihr könnt kleine Plastikteile anbieten, die öfter mal so Verschleißteile für die Industrie oder was auch immer. Auch das ist relativ zügig aufgebaut, würde ich behaupten. Also ein 3D-Drucker kannst du schnell kaufen, ne? Ein Gebäude kannst du schnell mieten. So das Einzige, was halt problematisch ist die Prozesse intern so ein bisschen zu optimieren. Das von Auftragseingang bis der 3D-Drucker auch läuft, dauert das ein bisschen und vor allen Dingen die Kunden. Ne? Also da müsst ihr ein bisschen Zeit investieren. Aber wenn ihr mit mir 2 hier seid, ist das perfekt, weil ihr habt einen Grund hier zu sein, ihr müsst Mitarbeiter einstellen und ihr müsst investieren. Darum finde ich, ist 3D-Druck, klar, ist jetzt auch nicht der neueste Hype, aber setzt sich halt immer mehr durch. Ne? Und ich kenne mittlerweile auch wirklich viele Betriebe, die hier 3D drucken. Und ich glaube, das ist eine Dienstleistung, die man aus Deutschland zumindest planen kann, hier starten kann, from the scratch. Ist natürlich alles sehr vertriebslastig. Ne? Also weißt du, ihr könnt hier die super Idee haben, wenn ihr keine Kunden habt, ja, dann seid ihr auch schnell wieder zurück oder am Ende. Ne? So, darum, alles, was ich sage, ist mit Vertrieb verbunden. Ihr müsst Vertrieb hier machen. Und wenn ihr sagt, oh, ich bin nicht so der Vertriebler, ich bin mehr der Techniker, ja, dann lernt es halt. Also ihr müsst wirklich rausgehen, mit den Leuten sprechen, geht auf Netzwerkveranstaltungen, geht in Verbände, macht irgendwie, weiß nicht, Online-Schulungen mit Workshops. Das könnt ihr ja von Deutschland aus machen, aber knüpft ein Netzwerk. Ihr müsst Vertrieb machen hier. Und das auszulagern am Anfang, würde ich das ehrlich gesagt nicht machen, weil niemand verkauft die Dienstleistung so gut wie du als Gründer und CEO. In der zweiten Stufe gerne, ne, wenn das sich so ein bisschen eingespielt hat und du genau weißt, wie du deinen Vertriebspitch aufbaust, heuer einen Amerikaner an, mach das. So, das Wort zum Sonntag. Einen habe ich noch und das wird euch ein bisschen überraschen, aber das finde ich ist sehr risikoarm. Und zwar geht es da um Franchise. Also wer sagt denn, dass ihr immer from the scratch gründen müsst? Es gibt hier eine Fülle an Franchise-Unternehmen, wo ihr für einen kleinen Kurs, also ich rede jetzt nicht von McDonald's, wo ich denke, das ist am absteigenden Ast, McDonald's lebt nur noch von den Immobilien, die Franchise-Gebühr bei McDonald's beträgt 1 Million Euro in frei verfügbare Mittel. Also die müsst ihr nachweisen, um überhaupt McDonald's-Franchise-Nehmer zu werden. Da gibt es noch ganz andere Nummern. Ne? Aber es gibt auch Franchise-Unternehmen, die bieten euch so ein Franchise-System für 25.000, 50.000, 100.000 US-Dollar an. Und dann habt ihr direkt ein fertiges Gerüst, ihr habt direkt Prozesse, ihr habt direkt Werbung, ihr habt direkt Vertrieb. Und ihr habt ein etabliertes Konzept hier. Da müsst ihr sehr, sehr aufpassen. Also es gibt auch sehr viel Fraud, also Betrug dabei und es gibt auch sehr viel Franchise-Unternehmen, die nach außen hin, wow, wir haben eine ganz coole Idee und dann guckt ihr rein und sagen, ja, dann kriegen wir einmal im Monat einen Flyer und dann war das Franchise-System. Ne? Aber wenn ihr da Interesse habt, dann mache ich da nochmal ein Video drüber, denn ich habe auf der letzten Veranstaltung, wo ich mit Tina war,
jemanden getroffen, der Franchise-Unternehmen berät, und der hat die größte Franchise-Beratung in den USA, sitzt in New York und San Francisco, und der hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Also das ist schon eine Wissenschaft für sich, und es gibt gute und es gibt schlechte, und man kann aber sehr schnell daran erkennen, was gut und was schlecht ist. So, und jetzt werdet ihr überlegen, was ist denn gut und schlecht, und das sage ich euch nicht, weil das ist ja dann die Überleitung zum nächsten Video. Muss man so machen als YouTuber. Er kann es nicht einfach sagen, ja, dann bis zum nächsten Mal. Nein, du musst neugierig auf andere Sachen machen. Habe ich gegoogelt. Ja, ihr seht, ich bin gut drauf heute. Also, das waren meine 10 Unternehmen, die man vielleicht gründen kann, wenn man Deutscher ist, die natürlich alle Know-how benötigen. Die benötigen alle auch Vertrieb, und die benötigen alle auch Kapital. Kostenlos ist der Tod. So ist das nun mal. Ja, schönen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, der Ton ist diesmal noch besser, weil ich ja hier in den heimischen Innenräumen bin. Und am Wochenende geht es dann weiter mit Tina und einem etwas Leben in Texas Video und nichts mit Business. Also, schönen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst.